Hallo, Hallöchen und willkommen zu Mojo TV. Heute mit Mo und Alan Wake 2. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag soweit. Und ja, ich soweit schon. Und ich würde einfach mal sagen, ich starte mal ins Gamchen rein. Danke, Joey, danke. Wie geht's? Wie steht's? Wie war dein Tag? Ja, mir geht's ganz gut soweit. Dir geht's auch ganz gut, ne? Das ist doch schön. Ja, ich gehe dann mal aufs Game. Beziehungsweise erstmal ins PlayStation-Menü. Und ich hatte schon mal den Optionen, das ist Grafik, Qualität. Ja, das kann so bleiben, denke ich. Mir auch, wollte dich nicht abhalten. Nö, hast du nicht. Ja, wir machen normal. Verwende eine Leuchtfackel, um die Haltegriffe des Feindes unbeschadet zu entkommen. Wenn du am Boden liegst, kannst du mit Ausweichen Folgeangriffe meiden. So kommst du auch schneller wieder auf die Beine. Brenne den Dunkelheitsschild deines Gegners, um einen Dunkelheitsriss freizulegen. Zerstörung eines Dunkelheitsrisses verursacht verheerenden Schaden. Naja gut, die Tipps sind wahrscheinlich endlos, deswegen mache ich jetzt mal fortfahren. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Na, ich bin mal gespannt. Auf die Fortsetzung warte ich jetzt. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. 13 Jahre. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Okay. Ich kann mir gar nicht angucken, wenn ich da gerade spiele. Okay, wir sind hier an so einem Strand.
Okay, aber wir sind jetzt nicht im Dark Place. Wir sind wahrscheinlich noch in Bright Falls, vermutlich. Oder in der Ecke. Wir sind in der Welt. Oh, ein Nacke da, ja. Oh, okay. Mit L3 kannst du... Ach, jetzt haben wir wieder Sprinten auf. Den Stick gelegt. Oh. Naja, wir sind hier... Wenn jetzt ein Monster kommt, bin ich ja völlig wehrlos. Gibt's hier wenigstens vielleicht mal was zum Anziehen? Nö. Das können wir nicht durchsuchen. Okay, da geht's zum Licht. Aber okay. What the fuck? Oh. Ja, Ed, lauf. Wer auch immer Ed ist. Das war klar. Es ist, glaube ich, normal, dass man so endet. Das war, ja, ist ja auch nur der Anfang, ja. Aber krass, ja, auf jeden Fall. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo.
Mulligan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Viel Erfolg, ja, Feels like the danke. killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. So, A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Return 1, Einladung, okay. Finde die Deputies. Memorizing before we get swallowed up by the trees. Lass mal auf die Karte gucken. Karte zeigt Schlüsselregionen in dem Gebiet an. Okay. Ah, wir haben auch einen praktischen Marker, wo wir gerade sind. Das ist nett. Crawford Hills, Witchladle, Ufer des Cauldron Lake, Flussufer, Witchfinder Station, Witchhut, Warenhaus. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Na, dann gucken wir doch mal, wo das herkommt. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Doch, haben wir. Ich hätte gerne ein Briefing. Gibt es Zeugen des Verbrechens? Ja, ich frage mal, ob es Zeugen Were there gibt. any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Ja. Werfen wir einen Blick auf I die want to see the Leiche. body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Na dann.
Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Okay, und was soll ich jetzt machen? Mit Casey kann ich nicht sprechen. I need to think through the facts of the case. Du kannst auf die Falltafel im Gedankenraum zugreifen. Okay. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Na, die Schreibtische sehen ja auch nicht gerade aufgeräumt aus. Im Gedankenraum, aber außer der Tafel gibt es nichts. Zu der Falltafel. Okay, dann gucken wir uns die Falltafel. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die es sage, erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Benutze R, um dich zu bewegen. L2 und R2 zum Zoom verwenden. Nutze L. Okay. Kannst jetzt die Falltafel verwenden. Diese mit Kreis wieder verlassen. Okay. Also gucken wir uns doch mal hier an der Stadt Bright Falls hat sich eine Mordserie ereignet. Die Suche nach dem Zusammenhängen wird uns bei der Suche nach dem Mörder helfen. Die Morde am Colton Lake. Opfer. Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Keine anderen Gemeinsamkeiten. Das Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Es wurde 2012 entdeckt in einem Erdloch. Ted Lane, Zahnarzt, Stichwunden aufgebläht, Blutergüsse auf Handgelenken. 2008 im Colton Lake gefunden. Einige Organe fehlen. Raubtier. Der Zustand des Körpers passt nicht zu den 8 Jahren, die er in einem See verbracht haben soll. Wendy Davis, Lehrerin, aufgebläht, große Wunde auf der Brust. Vor 2 Wochen gefunden. Todesursache war die Wunde auf der Brust. Die Leiche war mit unleserlichen Tattoos übersät. Percy Wolf, Ladenbesitzer, Blutergüsse, Herz entfernt, seltsame Tattoos. Mordmethode. Geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen. Aber nicht die Todesursache. Thoraxtrauma. Wassereinwirkung nach. Okay, das kann man nicht weiter lesen. 2 Opfer hatten blaue Flecken. Wurden sie gefesselt oder festgeschnallt? Flecken auf Handgelenken und Beinen. Das letzte Opfer starb an einem schweren Thoraxtrauma, genau wie das Opfer 2018. Aufgrund des Zustandes der Leiche schwer zu sagen. Der aufgeblähte Leichnam deutet auf Ertrinken hin, doch nur ein Opfer wurde im Wasser gefunden. Profil des Mörders. Rede mit jemandem. Okay. Postmortem-Tätowierung der Leiche. Opfer Nummer 3 war mit unkenntlichen Tätowierungen übersät. Vielleicht eine Botschaft des Mörders oder seiner Kunst. Abgesehen davon, dass alle Opfer 2000... War da ein Fragezeichen?
Achso, ja. Opfer Nummer 3 war mit unkenntlichen Tätowierungen übersät. Vielleicht eine Botschaft des Mörders oder seiner Kunst. Abgesehen davon, dass alle Opfer 2010 verschwanden, haben sie nichts gemeinsam. Die Mordopfer haben keine erkennbaren Gemeinsamkeiten. Der Mörder könnte ein Sportler oder Jäger sein. Das Thoraxtrauma ähnelt den Wunden einer Tierschlachtung. So. Die Karte. Ziele, erreiche den Tatort, trifft Deputy Thornton am Warenhaus. Okay. Gut, dann verlassen. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Wenn du den Gedankenraum besuchst, wird das Spiel nicht pausiert, also achte, okay. Das heißt, den Gedankenraum nicht während in Gebieten mit Gegnern sozusagen. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Okay. Da gibt's nix. Gut, dann gehen wir weiter den Hauptweg lang. Gucken wir mal hier auf der Tafel. Starting fires is prohibited. Ja, please do not feed the wildlife. Leave no trace. Also in dem Fall sinngemäß, hinterlass keinen Müll. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. Mirror Peak. Der majestätische Berg in der Ferne ist der Mirror Peak. Das Wahrzeichen oberhalb des Colton Lakes. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees in seiner ganzen verkehrten Pracht wider. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht doch mal bei Grafik den Performance-Leistungsmodus mal ausprobiere. Ob sich das in den FPS... Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Ja, doch, das macht sich ein bisschen bemerkbar. Aber ich gehe doch wieder zurück. Mir ist die Grafik dann doch ein wenig wichtiger. Ich glaube, es ist ja jetzt kein Not a ultra bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. schneller Shooter oder so, sondern eher ein etwas... Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. So, hoffentlich wartet er jetzt mal hier hinten. Ich wollte nur noch mal... Okay, dann laufen wir ihm doch nach.
Das ist, glaube ich, sind eh nur 2 Wege, die auf dem gleichen Punkt wieder rauskommen. Oder doch nicht? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Da ist es sind ja überhaupt keine Rückstände mehr. Haben ihn doch da ausgeschlachtet. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Du hast ein erstes Schlüsselbild freigeschaltet. Platziere es auf der Falltafel im Gedankenraum. Okay. Steuerkreuz hoch erlaubt es Saga, die aktiven Hinweise zu sehen. Wähle das Schlüsselbild aus, um es auf der Falltafel zu platzieren. Tatort am Colton Lake. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Wird ein Schlüsselbild auf die Falltafel gelegt, beginnt eine neue Untersuchungsreihe. Im Wald in der Nähe von Bright Falls wurde eine weitere Leiche entdeckt. Perfektes Timing. Ich muss herausfinden, ob der Fall mit den Morden in Verbindung steht, die wir untersuchen. Wenn ein Schlüsselbild platziert wird, erzeugt es eine neue Frage. Ziele sind auf der Falltafel in deinen Zielen einsehbar. Untersuche den Tatort. Du kannst jetzt die Falltafel untersuchen oder sie verlassen, um dieses Ziel zu erfüllen. Okay. Finde Beweise. Okay. Ah, hier ist der Tatort. Wir sind von hier, vom Parkplatz kamen wir und dann sind wir hier runtergelaufen. Okay. Denk daran, dass du schnell auf die Karte zugreifen kannst, um den Gedankenraum zu betreten. Examine the corpse. Ja. Du kannst Hinweise an der Leiche sammeln, um die Untersuchung voranzubringen. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Okay. Falltafel. Schweres. Das stimmt mit den früheren Morden überein. Was steht da? Schweres Thoraxtrauma. Gurte, mit denen das Opfer festgebunden wurde.
Laut den Blutergüssen lebte das Opfer noch, als es gefesselt wurde, genau wie die anderen. Herz in der Nähe des Opfers. Kommt es dahin? Oder soll das wirklich da platziert werden? Hä? Warum? That's not right. Okay. Das stimmt. Das habe ich ja schon gelesen. Ah, Foot okay. removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Die Hinweise haben eine offene Frage gelöst und eine Schlussfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die deine Ziele aktualisieren. Okay. Du kannst dir die aktualisierten Ziele ansehen, indem du Dreieck drückst. Untersuche den Tatort, erfahre mehr über das Opfer, erfahre mehr über den Mörder. Du kannst jetzt die Falltafel untersuchen oder ja. Finde Beweise. Rede mit jemandem. Okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Okay. Achso, die sind ja schon Multiple markiert. people were here. Multiple killers? So, das dritte ist ein Schuhabdruck oder was? So kann ich mit dem dritten nicht interagieren. Bei 2, 3, sonst noch was? Da muss ich wieder ins Fallboard. Falltafel. Mehrere Fußspuren. Es gibt einige Aktivitäten. Unwahrscheinlich, dass unser Mörder allein arbeitet. Starke Blutspritze auf dem Tisch. Kommt das jetzt zum Opfer? Wahrscheinlich. Oder kommt es noch hier hin? Also, hä? That's not right. Okay. Wo bitte kommt das hin? Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Okay, das kommt beides zu den Killern. Sie haben ein echtes Chaos hinterlassen. Wurden sie ertappt oder waren sie schlampig? Hier gibt es einige Aktivitäten. Unwahrscheinlich, dass unser Mörder allein arbeitet. Did they plan for the murder to happen here? Okay, jetzt sprechen wir mal Any mit idea who ihm. the victim is? Oh, I sure do.
His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Du entdeckst Hinweise, indem du mit Leuten redest und deine Umgebung erforscht. Ja. Ach, da sind noch weitere Hinweise. Was haben wir hier? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Okay, ein Someone was Stativ für die drinking beer. Kamera. They spent time here, waiting. Thornton, das Opfer, ist Robert Nightingale, zuletzt gesehen in Bright Falls vor 13 Jahren. Gut, dann das kommt zum Opfer. Man hat 13 Jahre nichts von ihm gehört. Warum ist er jetzt aufgetaucht? Wo war Oh, er? I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Für später zurückgelassene Coolbox. Okay. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Symbole unter den linken Ecke zeigen an, dass kritische Inhalte im Gedankenraum verfügbar sind. Okay. Casey Nightingale drehte durch. Das FBI feuerte ihn. Hä, das ist so mit dem Opfer verknüpft. Ja. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Vorsätzlich oder spontan zurückgelassene Kühlblocks, Bierflaschen. Okay. Sie überwachten diesen Ort und tranken kühles Bier, während sie auf das Opfer warteten. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Warum wussten die, dass er kommt? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Mit Hilfe von Profiling Sagas Gedankenraum kannst du in die Köpfe der Verdächtigen und Opfern eindringen. Okay, von Verdächtigen und Opfern eindringen. Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen gewinnen. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise.
Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay. Nightingale kam vom Cauldron Lake. Das ist so damit verbunden. Ich spüre, dass Nightingale vom See gekommen ist, aber warum jetzt, nach 13 Jahren? Wo war er all die Zeit? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. So, Ziele, untersuche den Tag. Schau dir das Seeufer an. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Wait, right? War das im... Okay, well, I'll just wait here. Hatte ich eben ganz kurz einen Clipping-Fehler, wo ich durch den Kamerawinkel, wo This ich... one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Untersuche den blockierten Weg. Okay. Das ist eine Manuskriptseite, aber bevor wir die sammeln, sammeln wir erstmal das. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Kann ich das nicht lesen? Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. Trophäe. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way.
Either he dropped this page, or the killers left it for us. Und Skriptseiten liest und Sagas I should profile Gedanken. Nightingale about this page. Ich habe gerade Sagas Gedankenraum geöffnet. Game. Habe ich dich irgendwie zum Abstürzen gebracht? Ja. Also so kleine Bugs gibt es im Spiel anscheinend doch. Ja, aber das brauche ich jetzt nicht nochmal. Oder ich lese es doch nochmal vor. Das Opfer war einer der ihren FBI Special Agent Robert Nightingale, der hier vor 13 Jahren verschwunden war. Jetzt war er plötzlich wieder aufgetaucht, nur um genau am Tag ihrer Ankunft in einem brutalen, blutigen Ritual ermordet zu werden. Und dann war da noch diese Seite, die erste Seite, die sie gefunden hatten. Nicht die letzte. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen, geheime Wahrheiten, die hinter der Schwelle zittern. Das Lesen der Worte, dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft, war eine Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren, was sie vorhatten. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Jemand, der sie an der Nase herumführt. Eine Einladung, wie konnten sie diese nicht annehmen? Die schiere Kühnheit dieses unmöglichen Rätsels, das sich ihnen bot, selbst wenn sie wussten, dass es sie verletzen würde. Okay. Ja, gut. Das war dann doch genau der Text. Ah, okay. Also gibt es hier für jedes Ding einen eigenen... This mug always cheers me up. Not the worst mom. Also für alles gibt es einen Platz und My first Gedanken. ever prank on Casey. A true classic. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Ach, ist Logan denn die Tochter oder was? Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Saga, ich finde es wichtig, dass Logan sieht, dass du deine Arbeit liebst und wirklich gut darin bist. Dadurch wird sie einiges lernen. Es wird Zeiten wie diese geben, in denen du deine Entscheidung, deine Kompetenz und sogar deine eigene Vernunft in Frage stellst. Denke in diesen düsteren Zeiten daran, dir selbst zu vertrauen und dich selbst so zu lieben, wie es deine Familie tut. Du wirst nicht perfekt sein, aber ich weiß, dass du Unglaubliches leisten wirst. Hab dich lieb, Mama. Gut, aber ich glaube, das war's so mit den optionalen Gegenständen, oder? Oder haben wir hier noch was? Wild, Ready, Cognac oder was? Der Scotch. Na gut, verlassen wir mal. Ja. Muss ich jetzt mit Casey reden? Oder muss ich nochmal aufs Fallboard? Na gut, dann gucken wir nochmal. Ah, da. Profiling. Die We Seite. found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him.
In his chest. I must find out what. Okay. Also müssen wir jetzt... Was haben wir da? Falltafel. Viel später. Fußspuren, die unter dem Felsen hervorkommen. Er ist durch den Felsen hindurchgegangen. Das macht keinen Sinn. Spur verloren. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Nightingale verbirgt etwas in sich. Okay, das kommt jetzt da dran. Hier gibt es mehr zu sehen, als ich dachte. Ich muss diese Leiche in der Stadt genau untersuchen. I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Das Lesen der Worte dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft, die jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Kehr nach Bright Falls zurück. Bitte den Deputy, die Leiche zu bewegen. Okay. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about You made it control. back. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Das ist praktisch. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Ah, okay. Dann kommen wir dann Cute da lodge hoch. we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet.
part removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ja, okay. Muss ich ihm jetzt hochhelfen? Nee. Ja, kann ich jetzt... Ja, doch, ich kann vorbei. Aber irgendwie bleibt er stehen. Alles klar, Casey? Kommst du jetzt? Oder... Naja, gehen wir mal weiter zum Auto. Sag bloß, die Tür müssen wir jetzt auch wieder auf. Roger. Oder ist das... Hä, habe ich ihm jetzt gesagt, er soll warten? Ich verstehe es gerade nicht. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Okay. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Gucken wir mal, was es hier gibt. Ach, hier kann man nur runterhüpfen. Na, okay. Aber mich würde mal interessieren, wer Alex Casey spricht, weil es ist ja ein Sam Lake, hat ja wahrscheinlich nur sein Äußeres Damn impressive work so far. für die Figur zur Verfügung gestellt. Der dürfte Moving fast. ja von I'm thrilled to be here for this mystery. Schauspieler gesprochen werden. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Was haben wir hier eigentlich? So sleepy. Just a few more days. Elderwood Palace Lot. Okay, da können wir gerade noch nichts machen. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Take care. Naja, okay. Machen wir mal, wie die
Sorry. Wahrscheinlich müssen wir auch irgendwo noch zur Lodge. Hi. Okay, also, aber wir können nicht mit jedem Charakter sprechen. Have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float, will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect, really. It is the finest entertainment a town like ours I'll be has back to in a offer. second. The happiest day of the year. Like Christmas, but better. Well, I certainly hope so. I hate the holidays. Got any big plans for the day after the festival? Oh, It's known as dear. the stay in Cute. your body weight in pancakes day around here. You need to recover after all that celebrating. Well, I've got Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can Okay. go ahead, Anderson. Na, We'll be okay. here. Sagen gerade nichts mehr. I can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. So. Dann, ich glaube genau, das sind die Bookers. Vermutlich. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Warum waren sie am Cauldron Lake? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Warum glaubst du, dass es ein What Kult makes you war? say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh,
And then we found her. The whole thing was terrifying. Okay, was war das eben? Okay. Profiling. Okay, ich frage mich, ob wenn ich jetzt mich hier im Raum befinde, ob ich dann eigentlich nur in der Gegend ob Saga dann in echt nur in der Gegend rumsteht. Kult des Baumes. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Man fragt sich jetzt auch, ob Saga über irgendeine bestimmte Kraft verfügt. Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Also irgendeine besondere Kraft muss Saga ja haben, sonst würde sie nicht zu diesen Eingebungen kommen, sag ich mal. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Okay. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Okay, das ist doch nur creepy. Okay, wir können auch mal mit ihr sprechen. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Also können die Masken... Also war es nicht schwer wahrscheinlich für den Kult an die Masken zu kommen, wenn die in der Folklore der Stadt auch verankert sind. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look.
Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hier in den Untersuchungsraum der Leichen. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just, Karte Bright Falls. Okay. Wieso haben wir jetzt keine Markierung, wo wir sind? Okay, wir sind auf der Polizeiwache, ist logisch, aber... I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. So. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Holding Cells. Na gut, eigentlich kommen wir da nicht hin, aber sprechen wir mal mit ihm. Okay. I swear I didn't do anything. They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? Okay. Da kann man nichts. It won't open. Have a nice day. Agent? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Es ist so bestimmt bescheuert. For a tour guide. Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have both cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos.
Ja. Warum auch immer in Bright Falls alle immer noch Röhrenfernseher haben, aber gut. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a Zumindest shoestring budget. Polizeistation. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Was haben wir hier? About morgues. They always cheer me up. Can't say I feel the same. Okay. Nichts zum Aufschließen. Ja. Okay, I need bolt cutters. Okay, da kommen jetzt die Survival-Horror-Elemente so ein bisschen zum Tragen. Also das Inventar und die Munition, die du... Und vermutlich muss ich mein Inventar auch erst erweitern. An einem bestimmten Punkt. Was finde ich hier? Ja, ich glaube, ich habe jetzt das Wesentliche. Ja, hier gibt's auch nichts. Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Okay, It doesn't add up. Nach dem Tod im Wasser ausgesetzt. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Falltafel verfügbar. Dann gucken wir doch. Untersuchung von R. Nightingale. Time to see what Nightingale's body can tell us. Durch Hinweise von der Leiche. Ah, okay. Todesursache Brustkorb wurde aufgerissen, etwas steckt drin. Blaue Fleckenabwehrverletzung des Opfers. Sieht so aus, als hätte sich Nightingale gewehrt, bevor sie ihn fesseln konnten. Unleserlich auf dem Herz. Okay. Okay, das funktioniert also nicht mehr. Wieso kann ich das nicht auf...
Ja, okay. Ritualinschrift. Verschmierter Text unter der Haut. Ist das eine Art Tattoo? Es ist völlig verschmiert und unleserlich. Aufgequollene Gelenke weisen auf eine lange Zeit unter Wasser hin. Das kommt da wahrscheinlich auch noch dazu, genau. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Haben die Mörder das aufs Herz geschrieben? Wie kann es nicht? Ich kann es nicht lesen. Okay. Finde Beweise. Okay. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Na, dann gucken wir mal. Ob er was in seinem Körper hat. Noch eine Manuskriptseite. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Uh-oh. No, wait. Okay. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Okay. Didn't see her. Could not see into bright light. Aber wir haben keine Taschenlampe. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Okay. Lege den Schalter um. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Licht zur Flucht stellt einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du ein Licht zur Flucht während eines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Okay. Gotta move. Now. Ja, okay. Ich
habe gerade keine Ahnung. So verläuft die Geschichte nicht. Verwende. Ja, ich habe keine Leuchtfackeln. Kann ich die Sequenz überspringen? Nee, kann ich irgendwie nicht. Ach doch. It's the same type of page. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go!
So, ich glaube, jetzt kann man mal weitermachen. He didn't have a heart, but he still got up. The Jemand page predicted zu all of it. Hause. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Ist der Kultefilm? The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Was ist mit Right dem before things got crazy, Sheriff Sheriff Breaker passiert? just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Suche nach There's Hinweisen. one of the pages on the floor. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Wo ist die Seite? These pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. Okay. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Du kannst die gesammelten Manuskriptseiten im Gedankenraum lesen. Ja, das weiß ich. Ja, gut. Was haben wir da noch? Radio. Verfolgung in die Dunkelheit. Ach, das ist der Song. Okay. Ja. Abenteuertour. Nee. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Falltafel. Bella. Die Morde am Cauldron Lake. Hinweise einer. Die Booker sprachen von mehreren Angreifern mit Hirschmasken im Sprechchor, die den Typen mit Messern bearbeiten. Okay. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Finde heraus, wo Nightingale hinging. Kult des Baumes. Okay. Hintergrundfälle sammeln Hinweise über breiter angelegte aktuelle Themengebiete. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Casey, Kult des Baumes, führt Rituale durch, um Monster zu erschaffen. Welche Art von Kult?
Opfer des Kultmordes wurde zum Monster. Halskette mit Dreiecksymbol. Kultisten trugen Hirschmasken. Kultpsychologie. Was haben wir eigentlich hier unten? Kultziel. Ritual, was ist das? Leiche, Organe des Opfers mit Kritzeleien übersät, seit im Brustkorb gefunden. Yes. Schreiben Teil des Rituals. Nightingale war das einzige Opfer, das zu einem Monster wurde. Vielleicht bei West involviert? Nee. Opfer des Kultmodus wurde zum Monster. Eine Halskette des Kultes mit Dreieckssymbol. Kultsymbole, okay. Achso, Schmuck diente als dezenter Hinweis auf Mitgliedschaft, aber das ist nicht gerade dezent, ein Zeichen des Stolzes. Wenn sie ihre Gesichter verbergen, sind sie nicht etabliert genug, um offen operieren zu können. Verbindung zum Hirschfest. Ich habe keine Erklärung dafür. Zum Teufel machen sie das? Was zum Teufel ist hier los? Den Opfern wurden Texte tätowiert. Eine Manuskriptseite im Inneren gefunden. Die Schrift hat hier eine besondere Bedeutung. Nightingale war das einzige Opfer, das zu einem Monster wurde. Welche Art von Kult? Kultziel. Oh Gott. Das hier. Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, würde ich es nicht glauben. Ich muss der Sache nachgehen. Es muss eine Erklärung dafür geben. Nightingale war das einzige Opfer, das zu einem Monster wurde. Ich habe keine Ahnung, wo das hin muss. Kultritual, was ist das? Kultritual, Psychologie. Vielleicht Kultziel. Rede mit jemandem. Finde Beweise. Finde heraus, wo Nightingale hinging.
Ja, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Ich lasse mal das Spiel soweit auf. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal gucken. Was ist bei Tutorials? Achso, okay, Rennen, Taschenlampe, Karte. Nicht zur Flucht. Wer raus und Nightingale hinging. Nightingale war das einzige Opfer. Think, Saga. Ja, super. Nee, das klappt auch nicht. Beschreiben. Makes sense. Kult. Ritual, was ist das? Sein Mord passt zu dem der anderen Opfer. Warum wurden sie nicht auch zu Monstern? Okay, was haben wir? Manuskriptseiten. Saga bekämpft die Botschaft. Saga bekämpft. Haben wir die schon gelesen? The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror.
Achso, ja, gut, das... Das hatten wir auch schon. Hier würde drin sein, darf sie warten. Gut, dann gehen wir mal zurück. Und das Ziel ist, was so Ausrüstung, Handwaffen, Munition, Traumakissen, Haftbandage stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her. Batterien für die Taschenlampe, okay. Can't be opened on this side. Okay. I can't get through this. Okay. Kommen wir nicht mehr raus. Oder muss ich noch mal den zur Falltafel? Ja, wir wissen doch, wo er hinging. Er ging wieder zum Colton Lake. Aber durch die Manuskriptseite. Das geht nicht auf. Die ist zu. Spiel, was willst du von mir? Ich kann auch gerade nicht mit Casey reden. Das ist echt weird gerade. Talisman, die maximale Gesundheit, okay. Falltafel, okay. Finde Beweise. Da muss ich doch noch mal Saga verfolgen, Nightingale. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours.
This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Profiling the Booker's Nightingale. Ja, wir sind gerade auf der Polizeiwache. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Oder es muss noch Beweise in der Polizeiwache, also hier irgendwo geben. Aber was ich komisch finde, ich kann auch gerade doch, ich kann die Taschenlampe wieder wegstecken. Can't be opened on this side. Aber hier sind keine Clues versteckt. Hm. 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 Ich lade vielleicht noch mal. Schnell speichern und Checkpoints. Okay, für 23 Minuten, das ist natürlich nicht gut. Nee, dann lasse ich das. Ach, das gibt's doch nicht. Irgendwo muss es doch hier. Wenn ich jetzt wenigstens einen Hinweis hätte. Oder ist das wirklich ein Plot-Stopping-Bug oder so? Den ich irgendwie ausgelöst habe. Weil ich habe nicht mehr Mord am Golden Lake. Ach, das ist die Mord am
Golden Lake Hauptfall. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Wo ist Nightingale? Nightingale hat uns angegriffen, eine Leiche hat uns angegriffen. Ich habe seine Lichtempfindlichkeit gegen ihn eingesetzt, aber er ist entkommen. Ich muss ihm hinterherjagen und herausfinden, was zum Teufel hier los ist. Wo ist Nightingale hingegangen? Lies ein Manuskript. Ja, das habe ich ja schon gemacht. So. That's it. Laut der Seite kehrt Nightingale zum Golden Lake zurück und er ist jetzt ein Besessener. Der Übergang, was? Diese Seiten ergeben keinen Sinn. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right, Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Knew that. Okay, dann frage ich mich, ob man hier die Schlüssel für die Türen oder hier den Bolzenschneider noch findet, damit man da durchkommt. Das sollte man sich hier auf jeden Fall mal merken. Und jetzt hier will ich doch noch mal... Nein, ich wollte noch mal hier... Ich habe noch 3 Inventarplätze und die müsste ich dann erstmal erweitern. They're a fine pair. Okay, hier waren wir ja überall schon. Hier war ich noch nicht. Ja, das ist auch irgendein Abstellraum. Hello. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you.
Können wir mit der reden? Ne. Okay. Das heißt, ab zum Coldon Lake wieder. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Okay, was hockt die da hinter dem Tintenfall? Kannst mit dem Auto zu den Schauplätzen reisen. Okay. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Aber ich guck dann doch nochmal in der Lodge hier. So what's good here? Any nice restaurants? I'm a bit of a foodie. Well, the restaurants and shops in town are closed at the moment, unfortunately. They'll have a grand reopening right after This historic Elderwood Place, Lodge of Bright Falls. Okay. Oh, I don't think I am. Whatever a Deer Fest even is. Oh. Ich will nämlich mal gucken, ob ich irgendwo noch... Okay, das ist private. Aber ob ich... okay. Warum haben die hier in der Lodge eine Art Case voll? Board. Ist doch auch merkwürdig. Da gibt es irgendeinen Hobbydetektiv hier in der Lodge. Aber ich wollte jetzt nochmal die anderen Räume durchgucken, ob ich vielleicht hier noch irgendein Fernsehzimmer. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation, National Nightmare.
Nee, die Fernseher sind alle aus. Cold und Lake Überprüfung von Neuigkeiten und Gerüchten mit Fokus auf 2010. Querverweis mit alten Verlagen des NYC-Kults. Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten in der Methodik. Teil einer Serie herausfinden, wie der köstliche Kaffee im Diner heißt. It doesn't budge. Da kommt man auch nicht rein. Okay. Kann zum Auto zu den Schauplätzen reisen. Ja, das tun wir jetzt auch. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Return 2, das Herz. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Was ist das für eine What Maschine? is this thing? It's just a monitoring station, ma'am.
The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. It's Federal Bureau of Control. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Ja, das ist schön, wie Remedy immer ihre... What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. ihre Spieleuniversen quasi, oder es ist ja ein Universum, Control, Alan Wake, spielen ja alle im selben Universum, aber wie sie das verbinden, eindeutige Anzeichen von Manipulation. Das Signal wurde auf einen Sender umgeleitet, der nicht zu unseren gehört. Ich habe das Problem behoben, sodass alle Meldungen bei uns ankommen. Aber es ist definitiv besorgniserregend. Ich werde einen Bericht für die Ermittlungsabteilung erstellen. Ich lasse das hier für den Fall, dass nicht ich mich um die Reparatur kümmere. Wenn du das hier liest, überprüfe alles auf Manipulation. Vielleicht sollten wir das ganze Ding in ein Metallgehäuse einschließen, damit sich die Waschbären nicht mehr daran vergreifen. Steven Lin, Cheftechniker. Okay, was haben wir hier noch? Da haben wir auch noch eine. Is that a kid's lunchbox? Cold An Alex case. Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. We're all in this together, hero. Have a heroic day. Manuskriptfragmenten werden verwendet, um Waffen im Gedankenraum zu verbessern. Okay. Okay. Immer und immer wieder halt den Feuerknopf gedrückt, um den Autofeuermodus zu aktivieren. Die Feuerrate drastisch. Okay, aber ich habe bisher nur 2 Fragmente. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or
Was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Okay, sind wir doch auf dem Abkürzungsweg. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Wenn wir Nightingale finden, After we was find dann? Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Okay, da haben wir noch. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Starting files prohibited, leave no trace, okay. Der Karte kann man nicht interagieren, aber wir haben ja schon eine Karte. Witches hat. Die Musik lässt nichts Gutes vermuten. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. Okay, ich muss profilen. Aber erstmal gucken wir mal diese Box durch. Dann gehen wir erstmal wieder aus dem Wasser raus. Und das der schlechteste Ort zum Profilen ist, glaube ich, gerade. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Diverse emotionale Albtraum.
Schmutz. Okay, ja. Abenteuertouren, ja, die habe ich ja schon gesehen. Okay, ich habe nur eine halbvolle Health-Leiste. Sehe ich das richtig? Wieso kann ich das nicht verwenden? Okay. Achso, ja. Ein gutes Gefühl, verwende ein Heilmittel. Okay, Witch's Ladle. Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Er soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein, oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel eine Hexe war. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die betreffende Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallen gelassenen Schöpfkelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle genannt wurde. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an den Schuldigen zu rächen. Wenn sie nicht schon vorher eine Hexe war, so war sie es jetzt. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann entnahm sie sein Herz und verschloss es in eine Kiste. Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen, so lautet zumindest die Legende. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Taschenlampenverstärkung einschalten, um Schaden in der Dunkelheit zu erhöhen und dich durch die Substanz zu brennen. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Okay. Oder ich warte, bis ich an der Hütte bin, wo die Hütte auch immer ist.
Witches hat. Wieso komme ich hier nicht mehr weiter? Du falsch abgebogen. Ja, genau. Das jetzt soweit richtig. So, und This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. This fuse is busted. okay. Freitag. Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Es ist echt ätzend. Ich habe ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Sie sagt, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf eine bessere Schule in einer großen Stadt schicken. Ich schätze mal, das ist vernünftig. Sonntag, ich hab's ihr gesagt. Sie hat aber nur danke gesagt, ein echter Tiefschlag. Montag, gestern Abend habe ich mich wieder rausgeschlichen. Ich bin zu dem großen Haus am See gegangen, anstatt wie sonst immer nur von hier aus zu beobachten und herumzusitzen. Scheiß drauf, jedenfalls geht da unten etwas Seltsames vor sich. Ich werde herausfinden, was. Ich werde morgen mit besserer Ausrüstung wieder hingehen. Ich wette, ich finde einen Weg ins Innere des Gebäudes. Dann mache ich ein paar Fotos. Das wird episch. Da ist so eine This one Sicherung. looks good. People should really stop littering, though. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Lunchbox. Ist da noch eine Lunchbox mit Teilen? Also mit Manuskriptseiten. Ja. Cold Casey. Gerade mal ein Fragment. Okay, das kann wirklich dauern, bis man da genug hat, um die Waffen aufzuwerten. Ja, aber ich wollte ja jetzt zu Witches Hut und ich bin an der Witches Hut extrem vorbeigelaufen. Die ist, ach, das ist dieses verfallene Ding hier.
Da muss ich die Sicherung einsetzen. Schutzraum. Im Schutzraum kannst du deinen Fortschritt speichern. Thermosflasche erhalten. Entdecke einen Schutzraum. Okay. Manuell speichern. Okay, es gibt nur 3 manuelle Speicherstände. Schnell speichern können wir auch nochmal machen. Speichern ist immer gut. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. So, jetzt gehen wir erstmal zur Falltafel. Wo ist Nightingale hin? Okay, die wurden einfach mal so geaddet, da musste ich jetzt nichts tun. Finde ich jetzt... Der Baum könnte Blitzes Level sein, aber wohin führt die Schwelle zum Übergang? Diese Fußabdrücke waren vorhin noch nicht da. Nightingale ist entlang gekommen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Auf der Seite war eine Substanz, die von meiner Taschenlampe verbrannt wurde. Darauf wird eine Witches hat erwähnt. Fußspuren, die in den Wald führen. Nightingale-Spur führt zu einer weiteren Seite. Witches hat helles Licht bietet Schutz. Die Augen nach anderen Orten wie diesem offen. Ich glaube, die Seite will mir sagen, wo ich die Sicherung finde. Sie muss in der Nähe der Witches Hut sein. Soll das heißen, Licht kann die Realität beeinflussen? Immerhin hat meine Taschenlampe Nightingale verschreckt. So, ach so. Wir haben ja noch andere Fälle. Wir haben den Kult des Baumes. Dreieckschnitzerei auf dem Tisch, auf dem Nightingale gefunden wurde. Kultsymbole. Eine Art Signatur. Wollten Sie, dass die Leiche gefunden wird oder nur eine zufällige Einritzung? So, aber das war es ja noch nicht. Oder am Cauldron Lake. Fall abgeschlossen. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Okay. Alex Caseys Lunchboxen. Relevante Orte, Fälle erfassen, Objekte und Informationen, die Saga erworben hat, um den Fortschritt der Sammlung aufzuzeichnen. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Lunchboxenbereich nahe der Witchshot am Cauldron Lake.
Golden Lake. Lunchbox von der FBC-Überwachungsstation am Golden Lake. Der Notiz steht, wir stecken zusammen drin, Held. Was hat das zu bedeuten? Wer hat sie zurückgelassen? In der Notiz darin wird Ellen erwähnt. Ellen Rake, was zur Hölle ist das? Okay, jetzt habe ich aber alle Fälle durch. Okay, 2 Ziele. Spüre Nightingale am Golden Lake auf und interpretiere die Bedeutung der Seite. Waffenverbesserung 3. Aber ich habe erst 3. Manuskriptseiten. Okay, so hören wir uns nochmal. Saga öffnet den Übergang am Golden Lake. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Ja, Lunchboxes. Finde ich nett, dass selbst einfach sowas für die Spielmechanik da ist wie die Lunchboxen, dann noch eine Casefile-Seite bekommt. Weil macht ja Sinn, dass sich Saga fragt, wer dafür verantwortlich ist. Weil das sind ja eigentlich sonst Dinge, die Spiele nicht unbedingt hinterfragen. Das wird dann oft so eingestreut, so nach dem Motto, es ist so. Hauptfall, vermutlich, Alex Cases. Der Grundfall gelöst. Wieso kann ich nicht auf den Hauptfall? Doch mal am Golden Lake. Das ist der Hauptfall. Hier gibt es mehr zu sehen, als ich dachte. Ich muss diese Leichen der Stadt genau untersuchen. Der Mörder beobachtet uns also. Ich glaube, die Seite will mir sagen, wo ich die Sicherung finde. Das heißt, ich kann die Realität beeinflussen. Immer meine Taschenlampe Nightingale verschreckt. Das Licht nicht könnte ihr etwas antun. Einige Objekte stachen Saga ins Auge. Als ob das Licht sie manifestiert hätte. Falltafel. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Was ist das Ritual?
Witches Level überragt Saga, beobachtet sie die Hexe Nightingales Herz, ein kalter, toter Klumpen in ihrer Hand. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Ja, bevor wir das machen, sie knifft zum Lesen die Augen zusammen, die verwischte Linie auf dem Herzen. Im zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitierte: Ich habe das Herz dabei, Hexe, zeigt mir. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Wort auf dem Herzen, wo ist das Herz? Ja. Wird das Ritual aus, um den Übergang zu öffnen für den Nightingales vermisstes Herz. Okay, dann wollen wir mal nochmal profilen. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Das Herz. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Okay. Aber hoffentlich wird das noch mal aufgeklärt, was Sagas Fähigkeit angeht. Wahrscheinlich später im Spiel. Gucken, Fernsehen. Achso, da kann ich nur Abenteuer touren. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. So. The Witches Hut. Hier lebte die Hexe vom Golden Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heim. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Ach, das ist den General Storm Golden Lake, okay.
Und zum Einsammeln. Verdächtige Aktivitäten. Montag, 3.9. Verdächtige Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich, den Melder besser ausbilden. Dienstag, 4.9. Nichts zu berichten, ein paar Tiere, wie immer. Mittwoch, 5.9. Nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer? Ich habe ein paar Schüsse gehört, nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben. Sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Okay. Und das sagt mir, dass ich da rüber muss, aber da kommt man. Okay, doch, da kommt man rein. Okay. Schalte die Taschenlampenverstärkung R1 ein, um die durch die Dunkelheit zu brennenden Feinde umgibt. Du kannst dich mit Schmerzmitteln heilen. Schmerzmittel sind schnell anzuwenden, gewähren aber einen kleinen Heilungsbeitrag. Okay. Jetzt wollte ich aber... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte ins Menü und wollte mal... Schnellauswahl. Machen wir oben. Schnellauswahl. Da hätte ich es eher umgedreht machen sollen. First Aid Kit. Schnellauswahl. Pistole. Schnellauswahl. So. Na, okay. Na, wenigstens haben wir wieder ein bisschen Munition gefunden. Ah, und wir haben... Oh, nice. Erkundige dich bei Fortuna an der Kasse. Okay, das heißt... Da ist das Herz. Aber
bevor ich das Herz jetzt nehme, gehe ich mal zur Kasse und gucke. Kundige dich bei Fortuna an der Kasse. Nicht vergessen. Update Code. Lotto Washington. Fräulein Agnieszka Hand der lesende Blicke in die Kristallkugeln. Traumdeutung. Das sind 3 Ziffern. 051 317 233 945. Probieren wir mal 051 als erstes. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass es der Code aus den Lottozahlen da besteht. Weil die sind ja alle durchgestrichen. 317 317. Ich hoffe mal, dass es so irgendwie 3, 1, 7. Da bin ich auf dem völlig falschen Dampfer. Okay, die hat die Manuskriptseite einfach eingesteckt. Saga im Warenhaus. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Okay, das ist das, was gerade passiert ist. Okay, oder nehmen wir mal The das. text on the heart is clearer now. Legible. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Ja, aber And noch. now I need to give the heart to the witch. Makes total sense.
These numbers match the ones on the lotto ticket. Ach, okay. Das wäre jetzt immer der Punkt, wo ich mir das aufschreibe mal. Also es ist auf jeden Fall mit 7 vermutlich. 7, 1, 3. Also 7, 1, 3 ist es schon mal nicht. 705 ist es nicht. 723 ist es nicht. Das heißt, ach so. ...705 ist es nicht, 713 ist es nicht, 723 ist es nicht, 739, 745. Dann probieren wir mal 739 und 745. Sieben, 3, 9. Das war's, okay. Na los, finde die abgesägte Schrotflinte. Du kannst Waffen aus dem Inventar in die Schnellauswahl zuweisen. Du kannst auch Heilmittel und Würfobjekte in die Schnellauswahl zuweisen. Ja. Das machen wir jetzt auch. Oder wir machen es anders. Machen Schnellauswahl, aber wir machen die dahin. Ja. Ist das eigentlich, benutze ich jetzt eigentlich? Ah, nee, okay. Okay, das heißt, benutzen muss ich die dann noch extra. Okay, gut. Okay, und jetzt muss ich noch mal hier Falltafel. Herz wurde im Kühlschrank zurückgelassen. Wo ist das Herz? Wort auf dem Herzen. Sounds literary. But what does it mean? Die Worte. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe, zeig mir den Schrecken. Worte auf dem Herzen, jetzt leserlich. Das Herz befindet sich irgendwo im Warenhaus. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. So.
Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Okay, jetzt habe ich aber gerade nur 12 Schuss. Aber man merkt schon den Unterschied zu Alan Wake 1. Alan Wake 1 war ja noch ein Action-Game. Das heißt, die Gegner, die auftauchenden Gegner, die waren viel häufiger noch. Und hier ist das ja nur an ausgewählten Punkten. Okay, ich bin mal krass in der falschen Richtung unterwegs. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir dann an die Stelle schon kommen, wo wir Ellen dann auch spielen können. Oder ob das noch dauert. Okay. Wir sind doch hier richtig. Nee, sind wir nicht. Aber da geht's nicht runter. Okay. I'm never gonna get used to this. Okay, dann kam jetzt doch. Ja, ich habe gerade nur 2 Schuss noch. Wenn ich nicht bald mehr Ammo finde. Das Herz in den Hexerschild.
wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Übergang durch den Mond. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Das ist jetzt blöd. Und sag bloß. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Okay. Need to find Nightingale. The writer went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass wir auch...
Nightingale stoßen. Und das, weil wenn jetzt ein Bossfight kommt, hab ich gelost. He's here. Nightingale. Ja, super. Und ich habe gerade nur... noch mehr Manuskriptseiten. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Ja. Super, keine Pistolenpatronen. So. Nee, da gibt's. Okay, ich habe tatsächlich 5 Schuss. Die müssen sitzen, was auch immer. Okay, das ist doch jetzt noch ein U-Bahn-Tunnel.
Im Kampf heilen. Mann. Gotta move. Now. Ey, wo soll ich bitte hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich... Ja, ich müsste mich dringend heilen, aber... Wie soll ich das machen? Ja, ich habe keine Munition mehr. Super. Ja, super. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich kaum Munition habe. Ich habe nur 5 Schuss. Und die verdammte Schrotflinte. Und warum kann der so schnell... Shit. Run! I have to get to safety. Ja.
Ey, wieso hat er mich schon wieder? Ey. Ja, und ich kann mich hier nirgendwo zurechtfinden. Ey, das ist doch echt scheiße. Get away! Go. Ja, ich will doch weg. Aber... Mann. Was ist die Lösung? Also muss ich den... Ja, der kommt dann einfach... Oh Mann. Ja. Hm. Ja. Ach Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt fürs Erste, glaube ich, doch mal Schluss. Ich schaffe das bestimmt noch, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu... Ein bisschen zu heftig gerade. Also ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, man sieht sich die Tage auf jeden Fall und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht, macht es gut, schlaft gut und wir sehen uns.